Ich koche schon 30 Jahre beruflich. Ich bin nach Österreich, nach Salzburg gekommen, wegen meinem Beruf, wegen der Herausforderung. Davor habe ich gekocht bei der Mama zu Hause. Heute ist es eigentlich ein Abend im Restaurant Icarus, aber der nicht in der Wilhelmspazier 7a in Salzburg stattfindet, sondern hier auf der Wolfschwangalm. Wir haben Gerichte ausgesucht, die auf einer Alm auch funktionieren. Und zwar haben wir das Menü so gestaltet, dass wir 6 ehemalige Gastköche im Menü haben, ganz große Namen der Gastronomie. Und 6 Gänge gestalten wir selber aus der Hangar 7 Küche. Wir werden heute eine Bouillabaisse machen. Wir haben ein Gericht vom Juan Amador, eine Seezunge mit gebrannter Carabinero. Das zeigt, was wir können, und allgemein ist es, glaube ich, für den Gast ein Feuerwerk, der da abgeliefert wird. Und das ist genau, was wir da jetzt hier auf der Alm erreichen wollen. Wir haben natürlich hier ab Großgemein gerade momentan im Februar ein märchenhaftes Surrounding. Also es ist wirklich wunderschön. Wir haben gewusst, dass für unsere Gäste ein neues Erlebnis schaffen können. Den Sitzkomfort, dann die Raumgestaltung, der Ton, die Beleuchtung. Es ist ein riesiger Kontrast zu der modernen Architektur vom Hangar 7. Wir haben jetzt hier Küchentischatmosphäre für alle. Das Herzstück vom Raum ist unser Küchenblock, unsere offene Küche. Wir kochen für unsere Gäste, das kommt natürlich sehr, sehr gut an. Gäste, die im oberen Bereich sitzen, die werden nicht von dem Kochgeruch belästigt. Ich traue mir zu sagen, dass wir von der Kochleistung noch genauer oder präziser arbeiten können als im Hangar 7. Und es ist eine Motivation und eine Freude für jeden Mitarbeiter, wenn man sieht, was die Gerichte am Gast bewirken. Wenn man den ersten Bissen oder den ersten Löffel sieht und man sieht die Gäste strahlen, das ist für uns der schönste Lob, den man bekommen kann. Es gibt so viel, das wir noch nie gemacht haben oder das wir nicht kennen. Jahr für Jahr neue Technik, neue Geräte, neue Produkte, die auf den Markt kommen. Und ich glaube, diesen Aspekt, dass so viel noch da ist, das man noch nie gemacht hat, macht es besonders spannend. Ich werde was jetzt sehr Langweiliges sagen. Der Witzigmann hat vor vielen Jahren schon gesagt, der Produkt ist der Star. Und dazu ist eigentlich nichts dazuzufügen. Tatsache ist, dass nur das Beste bei uns auf den Tisch kommt. Also ein Koch, egal wie begabt er ist kein Zauberer. Und aus einem schlechten Produkt werden wir nie ein gutes Essen zaubern können. Wenn man einen Gang schreibt oder kreiert, muss man auch wissen, was ist wann erhältlich und wann ist dafür die richtige Zeit. Also das Menü wird so geschrieben für den Monat Februar. Und hier auf der Alm müssten wir auch natürlich ein bisschen nachdenken, welche Möglichkeit haben wir, wie können wir das Gericht zubereiten, wie viel Platz brauchen wir, wie viel Zeit brauchen wir. Es ist natürlich keine One-Man-Show. Ich habe eine sehr, sehr fleißige Mannschaft im Hintergrund, die mit mir und für mich arbeiten. Es ist wirklich sehr wichtig, dass jedes Rad greift und jedes Rad funktioniert. Und das alles zusammen macht aus mir vielleicht einen Spitzenkoch.